Heute geht es um das Thema Renten im Überblick. Es gibt ja viele Rentner, die sind der Meinung, sie brauchen keine Steuererklärung zu machen. Es betrifft sie einfach nicht. Das ist eine ganz fatale Auffassung und kann zu einer sehr, sehr bösen Überraschung führen. Ich bin inzwischen selber Rentnerin und leite seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins und habe wirklich schon böse Überraschungen erlebt. Das Finanzamt hat ja ihre Daten, die kennen die ganzen Zahlen von den allen Renten und irgendwann bekommen sie eine Aufforderung und müssen unter Umständen bis zum Jahr 2006 rückwirkend eine Steuererklärung als Rentner machen. Ja, und wenn es zu Nachzahlungen kommt, dann fallen nicht nur die Nachzahlungen an, sondern pro Jahr 6% Zinsen und eventuell noch Sonderzuschläge. Also mein Tipp an Sie, beschäftigen Sie sich mit dem Thema Renten. Wir schauen uns das gleich mal im Überblick an. Steuererklärung selber machen, Renten im Überblick. Aus steuerlicher Sicht gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Altersbezügen, nämlich einmal die Renten und einmal die Pensionen. Renten sind gegenwärtig mit einem bestimmten Teil steuerpflichtig und werden in der Anlage R erfasst. Pensionen sind in voller Höhe steuerpflichtig als nachträgliche Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit und dieses hohe Geld wird auch weiterhin in der Anlage N eingetragen. Wenn Sie jetzt in Rente gehen oder schon Rente oder Pension beziehen, haben Sie sich zwar aus dem Berufsleben zurückgezogen und genießen Ihre Freizeit, aber aus unserem Steuersystem können Sie sich leider nicht so einfach verabschieden. Das Finanzamt kennt da kein Pardon. Die Steuererklärung im Ruhestand kann teilweise aufwendiger sein als im aktiven Berufsleben. Nun, warum ist das so? Die Renten werden unterschiedlich hoch besteuert und viele Rentner und Pensionäre haben oft noch andere steuerpflichtige Einkünfte oder auch mehrere Renten. Ja, die Renten werden unterschiedlich hoch besteuert. Wir unterscheiden da einmal die nachgelagert besteuerten Renten, dann die Renten, die nur mit dem Ertragsanteil steuerpflichtig sind, dann gibt es steuerfreie Renten und Ruhegehälter von internationalen Organisationen. Was bedeutet nun nachgelagert besteuerte Renten? Das sind Renten, die quasi zur Basisversorgung gehören. Das sind die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die Renten aus den berufsständischen Versorgungswerken, Renten aus landwirtschaftlichen Alterskassen und die privaten Rürup-Renten. Und diese 4 Renten, die quasi zur Basisversorgung gehören, werden steuerlich alle gleich behandelt. Dann gibt es die geförderte Altersversorgung, das sind die Riester-Verträge und betriebliche Altersversorgung. Dann gibt es die privaten Renten. Ja, da gibt es Renten aus einer privaten Rentenversicherung, Renten aus einer privaten Unfallversicherung oder auch Renten aus einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Was haben wir noch für Renten? Es gibt steuerfreie Renten. Zu den steuerfreien Renten gehören zum Beispiel Renten aus der gesetzlichen Unfallversicherung, Kriegs- und Schwerbeschädigtenrenten, also Wehr- und Zivildienstbeschädigte, Kriegsbeschädigte und ihnen gleichgestellte Personen sowie Renten an deren Hinterbliebenen. Dann gibt es Wiedergutmachungsrenten, also Renten nach dem Entschädigungsrentengesetz, sowie die SED-Opferrente, Leistungen aus dem Entschädigungsfonds für Opfer der Heimerziehung. Dann gibt es die Rentenabfindung bei Wiederheirat, also wenn jemand verwitwet ist und bekommt Witwenrente und heiratet dann wieder, dann gibt es eine Witwenrentenabfindung und diese ist steuerfrei. Dann gibt es Schadensersatzrenten, gesetzliche Rente für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, Pflegerenten aus einer privaten Pflegerentenversicherung, dann gibt es Geldleistungen aus einer privaten Pflegezusatzversicherung, Geldleistungen aus einer staatlich geförderten privaten Pflegezusatzversicherung, die sogenannte Pflegebarleistung, Geldleistungen aus einer privaten Pflegetagegeldversicherung, hatte ich glaube ich schon gesagt, und die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung. Das sind hier nur einige Beispiele. Es gibt da noch einige exotische Renten, die ebenfalls steuerfrei sind. Renten aus dem Ausland, ja, die sind auch grundsätzlich steuerpflichtig. Ob die Rente aber in Deutschland steuerpflichtig wird oder nach dem sogenannten Progressionsvorbehalt bei der Bemessung des Steuersatzes zu berücksichtigen ist, regelt das entsprechende Doppelbesteuerungsabkommen mit dem jeweiligen Staat. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass hier Grenzgänger zu Schweiz, Österreich, Frankreich im Ausland arbeiten und später dann im Alter eine Rente aus dem Ausland beziehen. Aber auch bei anderen Ländern, Dänemark, Türkei beispielsweise, ist das sehr oft üblich. Ja, was bedeutet nun steuerpflichtiger Teil der Rente für Sie? Ja, es wurde ja 2005 dieses Alterseinkünftegesetz eingeführt und damit wird Ihnen auch regelmäßig mehr Geld aus der Tasche gezogen. Es sieht nämlich in der Praxis so aus, dass Sie zwar jährlich eine Rentenanpassung bekommen, aber diese Rentenanpassung, die ist höher als der Grundfreibetrag steigt. Das bedeutet, dass es von Jahr zu mehr Steuernachzahlungen an das Finanzamt kommt. Ja, also bis 2004 waren die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung nur mit dem günstigen Ertragsanteil steuerpflichtig. Und die Begründung für diese Begünstigung war eben, dass Rentenbezieher anders als Beamte viele Jahre Beiträge aus zum Teil versteuerten Einkommen gezahlt haben. Die Rente wurde somit zum großen Teil als steuerfreie Rückzahlung des eingezahlten Kapitals angesehen. Nur der im Rentenbetrag enthaltene Zinsanteil quasi, also der Ertragsanteil, der musste deshalb versteuert werden. Und wenn einer mit 65 in Rente ging, so betrug dieser Ertragsanteil nur 27%. Ja, das hat sich aber nun geändert. Irgendwann werden die Renten alle steuerpflichtig. Also sie waren von der Sache schon immer steuerpflichtig, nur es fiel wegen des geringen Ertragsanteils keine Steuer an. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat mit dem sogenannten Rentenurteil entschieden, dass diese ungleiche Besteuerung von Pensionen und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung verfassungswidrig sind. Deshalb wurde der Gesetzgeber verpflichtet, eben ab 01.01.2005 eine Neuregelung zu schaffen und es wurde dieses Alterseinkünftegesetz eingeführt. Ja, und damit hat sich ab 2005 alles grundlegend geändert. Es wurde der schrittweise Übergang zur nachgelagerten Besteuerung eingeführt. Was bedeutet das für Sie? Nun, nachgelagerte Besteuerung bedeutet höhere steuerpflichtige Renteneinkünfte im Ruhestand. Das Prinzip ist einfach erklärt. Während der aktiven Phase der Berufstätigkeit sind die Beiträge zur Altersvorsorge in voller Höhe steuerfrei. Im Ruhestand sind die daraus erzielten Altersbezüge voll steuerpflichtig. Also man gibt ihnen erst was und dann nimmt man ihnen was. Bei Beamten war das schon immer so. Mangels Beitragszahlung während der Dienstzeit wurde der Anspruch auf Versorgung im Alter ja nie versteuert. Deshalb ist die Pension im Ruhestand schon immer in voller Höhe steuerpflichtig. Bei den Renten wird der steuerpflichtige Teil seit 2005 jährlich bis 2040 erhöht. Wer also 2019 in Rente ging, muss 78% der Jahresbruttorente versteuern. Wer 2040 in Rente geht, muss 100% der Bruttojahresrente versteuern und 2005 begann das mit 50%. Ja, nun denken manche, wenn sie jetzt heutzutage 18.000 Euro Rente bekommen, Jahresbruttorente, haben sie ja 50% steuerfrei. Also nach der Rechnung, nach der Auffassung der meisten Rentner wären das denn 9.000. Das ist aber nicht so. Also wenn Sie zum Beispiel 2005 eine Bruttojahresrente von 12.000 Euro hatten, dann traf das zu genau 50% steuerfrei und 50% steuerpflichtig. Nehmen wir mal an, durch die jährlichen Rentenanpassungen betrug Ihre Jahresbruttorente im Jahr 2019 schon 18.000 Euro. Dann wird so gerechnet, 18.000 Euro
abzüglich der steuerfreie Betrag aus dem Basisjahr 2005, das waren nämlich nur 6.000 Euro, bleiben also 12.000 Euro steuerpflichtig. Dieser im Basisjahr, also in dem Beispiel im Jahr 2005 festgesetzte steuerfreie Betrag in Höhe von 6.000 Euro, der bleibt ein Leben lang. Ja, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ich werde die nächsten Videos alle über das Thema Rente und Besteuerung machen. Mein Tipp für Sie: Nehmen Sie das Thema Steuern selbst in die Hand. Sie brauchen dafür das richtige Werkzeug und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe ja gesagt, dass ich seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins leite und ja auch viele praktische Beispiele aus der Erfahrung her kenne, die auch manchmal nicht so gut abgelaufen sind. Aber ich möchte ja irgendwann mich auch mal zur Ruhe setzen und habe aus dem Grunde einen Online-Videokurs erstellt, der Ihnen Schritt für Schritt genau alles erklärt, wie Sie selber Ihre Steuererklärung in die Hand nehmen können. Schauen Sie einfach mal rein. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Das war jetzt ein grober Überblick über das Thema Renten. Es war wirklich nur eine kurze Zusammenfassung. In Wirklichkeit ist es ein wirklich sehr, sehr umfassendes Thema. Und im nächsten Video geht es weiter mit dem Thema Renten und Steuern. Falls Sie irgendwelche besonderen Wünsche haben, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.